Hallo, willkommen zurück. Es ist schon eine Weile her, dass wir uns so in der Konstellation sehen. Heute mal abseits von Vlogs und Foto-Challenges mit einem ganz coolen Thema. Nämlich befassen wir uns heute, deswegen habe ich auch meinen Rucksack hier dabei, wir befassen uns heute mit Kameratechnik und ich möchte euch ein paar Tipps an die Hand geben für Einsteiger, für Anfänger, die eventuell dabei helfen könnten bei der Wahl des ersten richtigen Equipments. Und ich werde nicht auf alles detailliert eingehen, denn das würde den Rahmen dieses Videos auf jeden Fall sprengen. Wenn ihr irgendwie noch mehr Informationen haben wollt oder ein erweitertes Video in Teil 2, dann lasst es mich gerne wissen oder stellt eure Fragen einfach in den Kommentaren. Da gucke ich auch immer rein und dann werde ich da gerne noch antworten. Wir machen heute einen groben Abriss von dem, was möglich ist und von dem, wo ich glaube, dass es für Anfänger gut geeignet wäre. Starten wir mal mit einer Tasche oder eben einem Kamerarucksack. Ich finde immer Rucksäcke prinzipiell viel sinnvoller und viel praktischer als jetzt eine Tasche oder ein Trolley. Denn ihr habt immer die Hände frei und wenn ihr alleine unterwegs seid, dann könnt ihr eben euer Equipment immer am Mann haben. Es wird euch nicht geklaut, ihr müsst nicht die ganze Zeit ein Auge drauf haben und ihr habt eben beide Hände frei. Ich habe noch eine kleinere Tasche, die man sich auch umhängen kann oder eben in die Hand nehmen kann. Die nehme ich aber nur, wenn ich wirklich einzig und allein meine Kamera dabei habe. Ein Objektiv, nichts zum Wechseln, keine Requisiten, kein Schnickschnack, nix. Dann nehme ich auch mal die, aber sonst bin ich wirklich immer mit dem Rucksack unterwegs. Ihr habt bei den Rucksäcken meistens nicht nur ein Kamerafach, sondern eben auch noch, bei dem ist es jetzt hier oben drin, ein Fach für Laptop oder Handy, Portemonnaie, all solche Sachen. So habt ihr halt alles an einem Ort. Ich kann euch meinen gerne mal in der Infobox verlinken. Es gibt aber so viele Varianten inzwischen, ob größer, ob kleiner, da müsst ihr mal schauen, was euch am meisten taugt. Dann kommen wir mal zur richtigen Technik. Wir beginnen mal mit dem Herzstück, nämlich dem Body, dem Gehäuse, je nachdem, wie man es nennen möchte. Auch da habt ihr natürlich viele verschiedene Optionen, angefangen bei den Herstellern. Und ich kann euch sagen, am Ende ist es einfach eine Geschmackssache, ob ihr Canon wählt, Sony, Nikon und was es alles gibt. Denn viel nehmen die sich nicht von der Qualität. Man kann nicht per se sagen, Nikon ist aber besser als Canon. Denn das stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine Frage der Bedienung, wie kommt man selber damit klar, wie mag man das Design, wie liegt es in der Hand. Ich bin eben mit Canon praktisch groß geworden und ich liebe Canon, ich komme mit denen super klar und ich bin ein riesen Fan. Deshalb, ja, Canon ist so mein Go-To. Dann müsst ihr euch überlegen, wollt ihr eine Vollformatkamera, also einen Vollformatsensor, oder wollt ihr einen ASPC-Sensor? Wenn ihr all das jetzt noch nie gehört habt, dann googelt am besten mal danach, weil das würde jetzt hier eben, wie gesagt, den Rahmen sprengen. Ich benutze hier eine Kamera mit Vollformatsensor. Ich habe aber auch jahrelang, und das nehme ich auch immer noch, für manche Sachen eine Kamera mit ASPC-Sensor. Der Sensor ist kleiner, der Detailreichtum ist demnach geringer als bei einem Vollformatsensor. Er ist aber auch günstiger als ein Vollformatsensor. Deshalb ist es eine Preisfrage und fragt euch ehrlich, was wollt ihr überhaupt mit diesen Fotos anstellen? Welchem Zweck dient die Kamera? Wollt ihr professionell arbeiten oder dient es dem Hobby? Weil dann braucht ihr keinen Vollformatsensor, wenn es nur ein Hobby ist. Ich habe auch erst aufgestockt, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich eben noch professioneller aufgestellt sein wollte und deshalb Vollformatsensor. Auch könnt ihr euch fragen, möchte ich eine Spiegelreflexkamera oder möchte ich eine spiegellose Kamera? Die Kompaktkameras, sowas lasse ich jetzt mal außen vor. Ich nutze Spiegelreflexkameras. Ich mag diese Handhabung, ich mag das Gewicht, ich mag die Größe. Viele mögen das nicht.
und sind deswegen bei spiegellosen Kameras. Die sind natürlich viel kleiner und leichter. Wenn ihr viel unterwegs seid, könnte das von Vorteil sein. Ich bin es aber gewohnt, ein bisschen Gewicht zu haben und ich mag das auch. Deshalb bin ich noch bei der guten alten Spiegelreflexkamera. Das nächste Riesenthema sind Objektive. So. Worauf sollte man achten bei Objektiven? Welche Objektive braucht man überhaupt? Es gibt da auch sehr, sehr, sehr viele Optionen. Und ihr solltet euch zu Beginn fragen, was wollt ihr denn fotografieren? Wenn ihr beispielsweise Sportfotografie machen wollt, Actionfotografie oder in der Natur Dinge, die weit weg sind, fotografieren wollt, dann braucht ihr ein Teleobjektiv, wo ihr ganz weit ranzoomen könnt. Wenn ihr nur Porträts machen wollt, wenn ihr halt Menschen oder Tiere fotografieren wollt in der unmittelbaren Nähe, braucht ihr kein Teleobjektiv, dann reicht eine Normalbrennweite oder ein bisschen was drüber. Wenn ihr Landschaften fotografieren wollt und große Panoramen schießen wollt, dann braucht ihr einen Weitwinkel. So, das waren jetzt viele Sachen auf einmal. Ich zeige euch mal, was ich benutze und wofür ich es benutze. Das, was hier drauf ist, das war meine erste Festbrennweite, mein erstes Objektiv, was ich mir extra noch gekauft habe, und das ist ein 50 mm Objektiv. Ich liebe das sehr. Es ist sehr universell einsetzbar und es ist super klein, es lässt sich super verstauen. Wenn ihr die Blende einmal abmacht, seht ihr, es ist ein ganz kleines Objektiv. Ich habe jetzt die Version mit Blende bis 1.8. Das reicht mir auch völlig aus. Auch hier Preisfrage und Kosten-Nutzen solltet ihr da ein bisschen abwägen. Es gibt auch noch 1.4 und 1.2er Blende. Braucht man das wirklich? Ich zweifle daran stark. 1.8 hat mir bisher völlig gereicht in jeder Lebenslage und deshalb würde ich empfehlen, ihr braucht keine 1.2, ihr braucht keine 1.4, gerade auch als Anfänger. Mit dem 1.8 seid ihr super ausgestattet. Das nächste Objektiv, was ich sehr, sehr empfehlen kann, woraus ich schon so viel Nutzen gezogen habe, damit filme ich leider gerade, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und zwar ist es das 24 bis 70 mm Objektiv mit einer Blende bis 2.8. Das ist ein super Objektiv für Reportagen, wenn ihr relativ nah ran könnt und kein Teleobjektiv braucht. Also wenn ich bei Hochzeiten, bei einer Trauung oder so dabei bin, ich habe nur dieses Objektiv drauf. Es ist grandios. Ihr könnt mit dem Objektiv natürlich auch Porträts machen, dann braucht ihr auch nicht zwangsläufig ein 50 mm Brennweite, denn die habt ihr ja bei dem Zoom-Objektiv mit drin. Die Sache ist nur, das Objektiv ist natürlich größer und schwerer, bietet aber eben auch mehr Variation. Und auch qualitativ kann ich das sehr, sehr empfehlen. Mein dritter Liebling ist mein Teleobjektiv. Und zwar geht das bis 300 mm, ist nicht aus der Professional Line. Mit dem Objektiv habe ich schon ganz oft Fußballspiele fotografiert. Ich mache auch Shootings draußen mit dem Objektiv. Zum Beispiel bei einem Hundeshooting oder bei einem Pferdeshooting, wo ich nicht unmittelbar dran bin, aber ich möchte trotzdem vielleicht ein Porträt des Tieres. Da ist das auch super. Ich habe auch Motorsport habe ich mit dem 24 bis 70 mm Objektiv fotografiert. Könnt ihr aber natürlich auch mit einem Tele machen. Deshalb fragt euch, wo liegt euer Fokus drin? Wenn ihr erstmal nur mit einem Objektiv starten wollt, was vielleicht universell einsetzbar ist, dann empfehle ich das 24 bis 70 mm Objektiv. Wovon ihr auch nie zu wenig haben wollt, sind Ersatzakkus und genügend Speicherkarten mit genügend großem Speicherplatz natürlich. Habt lieber mehr dabei als zu wenig, denn sonst
am Ende bereut ihr es, wenn ihr das nicht macht. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, es ist gut, in jeder Tasche noch Ersatzakkus und Ersatzspeicherkarten zu haben. Kommen wir nun zum Thema Zubehör. Ich habe viel überlegt, was ich euch genau zeigen würde, was wirklich nötig meiner Meinung nach ist. Denn es gibt sehr viel Zubehör, es gibt sehr viele Spielereien, kleine Requisiten, mit denen ihr tolle Effekte erzielen könnt, tolle Filter, mit denen ihr Effekte erzielen könnt. Aber wenn ihr anfangt, wenn ihr euch aufs Minimum beschränken wollt, wirklich auf die Basics und vielleicht ein Upgrade wollt zu dem herkömmlichen Kameragurt, den man eben nur um den Hals tragen kann, dann kann ich euch diesen hier sehr empfehlen. Das ist ein Gurt, den ihr Crossbody tragt und den habe ich immer bei Hochzeiten dabei. Der Vorteil bei dem ist eben auch, dass ihr hier noch ein zusätzliches Fach habt und da kann ich zum einen mein Putztuch reintun, zum anderen aber auch Ersatzakkus, Speicherkarten und diese Kleinigkeiten direkt reintun und ich weiß, wo sie sind griffbereit und sie sind sicher und können nicht aus einer Hosentasche oder einer Jackentasche rausfallen. Dann ist das hier sehr stabil verbaut. Ihr schraubt das unten an und könnt es auch abklipsen jederzeit. Das funktioniert wunderbar und es gibt sehr viel Komfort, wenn man längere Zeit die Kamera dabei hat und sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten möchte, weil das geht irgendwann schon auf die Arme. Und mit dem könnt ihr sie ganz locker eben an der Seite tragen und habt sie trotzdem immer griffbereit. Ein weiteres Zubehörteil, was ich euch empfehlen möchte, ist ein gutes Kamerastativ. Ich weiß, im ersten Moment denkt man sich, ja, noch was dabei, es ist sperrig, es ist unhandlich, es ist schwer, es belastet nur beim Fotografieren. Aber ihr könnt sehr, sehr viel anstellen, wenn ihr ein gutes Stativ noch dabei habt. Ihr könnt Langzeitbelichtungen machen, da wunderschöne Aufnahmen kreieren. Ihr könnt eben bei Nacht zum Beispiel diese Langzeitbelichtung einsetzen. Ihr könnt Architektur fotografieren, ihr könnt auch bei der Sportfotografie, wenn ihr ein Teleobjektiv dran habt, die Verwacklungsunschärfe reduzieren oder gar vernichten, wenn ihr die Kamera auf einem Stativ stehen habt. Und es gibt wunderbare Stative, die sind sehr leicht, die sind sehr robust trotzdem, wie zum Beispiel das, was ich habe, wo ihr gerade drauf steht. Das finde ich wirklich super und es lässt sich ziemlich hoch ausfahren, sodass ich da einen großen Spielraum habe im Einsatz. Achtet beim Kauf also darauf, wie weit kann man es überhaupt ausfahren, genügt euch die Höhe, guckt, wie schwer ist es und schaut euch die Verschlüsse, die Scharniere und alles an, ob das auch stabil ist. Nicht, dass es so leicht konzipiert ist und so dünne Streben hat, dass die Kamera am Ende darauf wackelt. Wenn ihr eine ordentliche Kamera, also eine größere Kamera draufsetzt oder vielleicht auch ein fettes Teleobjektiv dran machen wollt, dann wiegt das ja ganz schön was. Und das sollte das Stativ natürlich aushalten können. Deshalb prüft das, legt euch am besten zuerst eure Kamera zu und alle Sachen, die ich euch bisher gesagt habe. Und dann geht ihr los und guckt, welches Stativ passt zu meiner Kamera am besten. Und das allerletzte Teil, was ich euch empfehlen möchte, befindet sich hier drin. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, es handelt sich dabei um einen Reflektor. Um so ein schönes Teil. Darüber hatte ich auch in einem meiner letzten Videos gesprochen, über die No-Gos bei der Porträtfotografie. Und deshalb möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Der ist jetzt riesengroß, den kriege ich gar nicht ins Bild. Der hat jetzt eine silberne und eine goldene Seite. Es gibt aber auch viele, die noch eine weiße Seite haben und eine schwarze Seite. Jede Seite hat ihre Bewandtnis und jede Seite hat einen anderen Effekt. Ich überlege noch, ob ich mal ein separates Video nur über Reflektoren mache, denn das sind wirklich, wirklich unterschätzte große Helfer, wenn man draußen in der freien Natur fotografieren möchte. Und ich dachte, es passt in dieses Video sehr gut, denn ich gehe davon aus, dass die Anfänger unter euch nicht in einem Studio anfangen zu shooten, sondern eben einfach
rausgehen in die Natur und dort shooten. Und das sollt ihr auch tun. Geht raus, nutzt das Licht, lernt mit dem Licht zu arbeiten und dabei hilft euch so ein Ding in jedem Fall weiter. Vor allem, wenn ihr Porträtfotografie betreiben wollt oder euren Hund fotografieren möchtet, dann empfehle ich, so einen Reflektor dazu zu nehmen. Und ja, die gibt es in verschiedenen Größen. Das war jetzt ein recht großer, wie ihr sehen konntet. Es gibt aber auch Nummern kleiner. Müsst ihr mal schauen. Je mehr Fläche ihr habt, desto mehr Fläche könnt ihr natürlich ausleuchten. Das einfach mal im Hinterkopf behalten bei der Auswahl und dann läuft die Sache. Und damit wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich habe mich, wie gesagt, nur auf diese Basic Sachen beschränken wollen heute. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen ein bisschen weitergeholfen bei der Entscheidungsfindung, welche Technik man sich zulegen möchte. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann lasst es mich, wie gesagt, gern in den Kommentaren wissen. Auch wenn ihr mehr Technikvideos sehen wollt oder mehr Informationen zu gewissen Technikthemen, schreibt es einfach in die Kommentare und dann werde ich da gerne noch weitere Videos dazu drehen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Gebt dem Video gern einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Bye.